Grüß Gott, Salam Alaikum, liebe Geschwister im Islam und liebe Menschen außerhalb des Islams. Heute mit dem Tagebuch eines Islamkonvertiten. Gerade habe ich einen Gedanken gehabt, wie würde es ausschauen, wenn der Herr Seehofer in Bayern zum Beispiel, also fürs Bundesland Bayern zuständig, eine flächendeckende Internetanbindung für Kfz-Fahrzeuge ermöglicht. Die Frage, wie man sowas umsetzen kann, dass man auch im Auto einen Highspeed-Anschluss hat. Sicherlich, die Technik ist da einen Schritt voraus, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt die Internetversorgung fehlt für die Elektronik im Auto. Aber wie würde es ausschauen, dann könnte ich zum Beispiel auch eine Live-Übertragung machen ins Internet. Und wie würde dann meine Live-Übertragung ausschauen? Natürlich habe ich schon mittlerweile eine Art Fernsehsender mit Aufzeichnungen. Kaufen Sie sich die Amazon Fire TV Box, wenn Sie sich den Stick kaufen. Leider ein paar weniger Apps drauf, habe ich gemerkt. Stick ist relativ günstig, aber hat weniger Apps, gerade für YouTube. Und gerade YouTube ist auch sehr wichtig natürlich für diesen Kanal, um den anzuschauen. Den abonnieren Sie auf Ihren Laptop. Und dann können Sie also die neuesten Filme auf Ihrem Fernsehgerät anschauen, mittels dieser Amazon Kindle TV Box. Aber wie würde so eine Live-Übertragung ausschauen? Sicherlich würde ich dann während der Aufzeichnungen die Pause-Taste drücken. Also während der Live-Schaltung würde ich die Pause-Taste drücken. Dann würden Sie mich eine Zeit lang nicht mehr sehen, dann würden Sie wissen, dass ich nachdenke. So würde es dann ausschauen. Würden Sie vor Ihrem Fernsehgerät sitzen und denken, ja, wie lange wird es noch dauern, bis er seinen nächsten Gedanken hat? Und bis er sich vorbereitet hat. So viel Zeit muss man sich geben und dann natürlich immer im Vergleich zu gewissen Reden auch von Politikern, die da alles runterrasseln und glauben, da so einen runden Gedanken formuliert zu haben. Aber nur einen. Nächster Punkt, islamischer Staat. Es ist kein Geheimnis, wird auch gemunkelt, wird Katar nachgesagt, dass Katar, der Königsstaat Katar, würde den islamischen Staat, ja man sagt unterstützen, wenn nicht sogar eine Art Verbündeter sein. Die Frage ist natürlich, und jetzt kommen wir, was dazu passt, die YouTube-Filme mit den Nasheeds, ne? Buchstabieren N-A-S-H-E-E-D. Am besten noch die Dschihad-Nasheeds, ja. Das sind natürlich zum Beispiel, es passt zu diesem Thema IS, das sind natürlich, so wieder geschrieben, ja, die machen natürlich rasende Gedanken. Probieren Sie es selber aus, vielleicht müssen Sie vorher auch sagen, dass Sie Moslems sind, ne? Also man muss Moslems sagen, dass man vielleicht Moslem auch wirklich ist. Ne? Beginnt natürlich mit dieser arabischen Formel La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Und dann die Tat, einen Dschihad-Nasheed anzuhören, vielleicht am Kopfhörer, unauffällig dann durch, ja ich sage mal einfach durch die Bevölkerung gehen mit einem Kopfhörer auf dem Kopf. Und so ein Nasheed zu hören und beobachten Sie sich selber, ne, Ihre Gedanken, inwieweit sich verändern. Natürlich machen das diese Dschihad-Nasheeds aus, die Vorbereitungen auf den Dschihad. So verändert kann man sich selber in Eigenregie
die Gedanken waschen oder das Gehirn waschen. Aber YouTube, es gibt ja viele Themen, wo man ganz klar dann zu der Überzeugung kommt, dass so eine Art Jugendschutz total abgeschafft wurde. Vor allem YouTube kann man das beobachten. Jeder kann zugreifen, lächerliches Ankreuzen von Fragen, sind sie über 18 und so weiter und so fort. Kommt man natürlich jetzt zu diesem Thema IS, zu den Gedanken, wir sollen alle mitmachen. Bei was sollen wir eigentlich alle mitmachen? Mittlerweile machen schon viele Armeen von internationalen Staaten mit bei diesen Kooperationen. Aber wir sind nicht alleine, wie gesagt, jetzt Russland und Amerika zusammen in Syrien. Frankreich, England, Deutschland und so weiter. Es fehlt nur noch Australien. Oder vielleicht mal ein afrikanischer Staat. Die sind auch nicht schlecht. Können die keine Waffen mehr finden. Schnell wie Carl Lewis und stark wie Mike Tyson. Also was ich hinaus will, also unser Staat sozusagen löscht den Jugendschutz und bringt uns den Gedanken nahe, dass wir doch insgesamt eine Aufgabe haben. Ja. Und wie ich schon gesagt, wenn der islamische Staat zum Beispiel mit so Ländern wie Katar zusammenhängt und anderen islamischen Staaten, die vielleicht Bahrain oder was weiß ich, die gewisse andere Gesetze haben, die mit uns also überhaupt nicht in einem Boot passen. Ne? Da muss man natürlich sagen, kann ja dann unten in Syrien eine Art Schachspiel entstehen. Wirklich, das ist so gedacht. Muss jetzt nicht jeder von uns in Deutschland dann auch nach Syrien irgendeinen Bundeswehrlastwagen runterfahren. Aber sicherlich, was wir da auch machen, ist das Transportieren von Regeln, zwischenmenschlichen Regeln, in gewisse andere Länder. Und deshalb steht auch der islamische Staat so auf dem Pranger. Wie kann der Schuss auch nach hinten losgehen in Amerika mit der Todesstrafe? Früher waren sie bekannt für den elektrischen Stuhl. Ja, Schlimmeres kann man sich nicht einfallen lassen. Dass dieser Schuss nach hinten losgeht und plötzlich eine Art Gegenzug fällt, dass erst einmal diese Länder, die sich da so menschenfreundlich einmischt, auf die Todesstrafe verzichten muss. Weil wir sonst im Endeffekt mit dieser Kooperation auch sonst schlechte Karten hätten. Argumentativ zum Beispiel. Wirklich, was können unsere Schüsse nach hinten losgehen? Das ist die Frage, inwiefern da kann auch so ein Bauer vorlaufen, wie auch immer, und irgendeinen Weg finden. Ne? Nur so, Russland ist mittlerweile dabei. Bei unserer Kooperation, bei unserer Allianz, sage ich mal, in Syrien. Pferde, Türme. Jetzt weiß ich ja, warum das Schachspiel so viele verschiedene Figuren hat. Ne? Also, was haben wir? Also ein Springer, was ist eigentlich ein Springer? Kennt ihr eine Afrikaner auch sein? Er sagte, da war ja dieser Dreikämpfer, ne? Edwin Moses, war das nicht ein super Springer? Hier ist mir gerade ein Auto entgegengekommen, wo man sagen, wenn man solche
Abblendlichter habt wie Schlitzaugen, muss man ganz ehrlich sagen, welche Wirkung sollen die haben? Soll man es übersehen oder soll man besonders erschrecken, dass man sie im letzten Moment noch gesehen hat? War das ein Kia oder was? Die neuen Abblendlichter aus Asien. Und bisher war ja uns nur der runde Lichtbau bekannt. Mittlerweile wäre es alles im Schachspiel dabei, Damen. Also welche Frauen eigentlich können wir uns den Mund aufmachen und überhaupt haben wir dann vielleicht besondere gute Lage auf dem Spielfeld. Dame, viele Bauern, welche Bauern was pflanzen wir an? Muss ich wieder sagen, natürlich die Ernährung, das ist immer auch ein Thema in meinen Videos. Springer habe ich schon gesagt, der Pferde, also genau, Pferd sagt man das. Das Pferd im Schachspiel. Ich muss jetzt wirklich nachdenken, das Pferd. Also ich habe wirklich was habe ich nachgedacht. Natürlich ist das Pferd der Springer. Und der Läufer, das ist also diese Figur, die also nur irgendwie so nach oben geht, ja, nur so längs ist. Also der Läufer und der Springer, interessant, ja. Also das heißt ja gar nicht Pferd. Kann sein, dass er auch so wieder, es könnte natürlich auch um die WM-Vergabe nach Katar, könnte es sich darum handeln. Also wird es doch eine sportliche Auseinandersetzung. War schon immer mein Credo, natürlich, muss ganz ehrlich sagen, traurig, wenn also irgendwelche Kinder in Jugendcamps das Robben lernen, weil sie vorbereitet werden, dann als Erwachsene dann den israelischen Staat zu besiegen. Und natürlich auch die Türme, ne, auf jeder Seite 2. Ja, die Frage natürlich, wie viele Zeugen Jehovas hat Katar. Die waren schon immer sehr vorbereitet, weitsichtig, ja. Der Wachturm, der wird es einmal werden. Es werden viele munkeln, hat über die Weltmeisterschaft schon begonnen in Katar. Ja, zum Thema Platte natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man selber keinen Sport mehr macht, dann hat man sicherlich kein Programm, ja, als Führungsspitze. Aber Herr Beckenbauer, wenn da irgendwie das Minigolf oder das Golf irgendwas mit Fußball zu tun hat, dann sagen Sie uns bitte Bescheid. Generell stellt sich jeder, der wenig Geld hat, immer die Frage, was jetzt Golf mit Sport zu tun hat. Diese Art doch Schützensport, Konzentrationssport dann. Kann man das so einschätzen? Deshalb auch diese Spionagebälle, die wie Golfbälle ausschauen, ne? Wie man sieht von den Amerikanern. Hoffentlich geht der Schuss nicht so weit nach oben, ja? Hängt dann irgendwo in den Bäumen, Herr Beckenbauer. Uli Hoeneß, was macht er momentan? Ne? Was mir natürlich auffällt, was er sicherlich auch gern hört, dass sein Bruder Dieter Hoeneß, der schon immer einen ehrlicheren Eindruck auf uns macht, ja, auf alle, sicherlich können wir das viele bestätigen, dass einer von Typ her Dieter Hoeneß sicherlich nicht in ein Gefängnis landen wird. Wenn man die letzten 30 Jahre zurückblickt oder 25, muss man wirklich sagen, ja, wir hatten einen Bad Boy beim FC Bayern. Sicherlich, ja, er war immer im Mittelpunkt, der Uli Hoeneß.
Da war der Bad Boy. Das ist die Frage natürlich, ne? Was wäre gewesen heute, wenn Uli Hoeneß nicht beim FC Bayern in der Führungsetage gelandet wäre? Sicherlich vielleicht vergleichbar mit diesem Teppichhändler Roth, natürlich, der war glaube ich auch Präsident beim 1. FC Nürnberg. Wenn man den vergleicht mit Uli Hoeneß, sicherlich hätte der Uli Hoeneß dann im Vergleich dazu die Perserteppiche verkauft. Ja, wie gesagt, auch diese Spieler, die da bezahlt werden, der erste war, ich weiß nicht was, Hans-Peter Briegel oder Karl-Heinz Rummenigge für 10 Millionen D-Mark zu Inter Mailand. Damals eine Sensation, ja. Hat sich alles hochgeschaukelt, ja, mit den Gehältern und auch mit den Ablösen. Jetzt natürlich haben wir direkte Verbindung nach Katar, ne? Ganz ehrlich sagen, das kann man nicht verleugnen, dass sich das hochgeschaukelt hat. Ich habe letztens mit einem Ingenieur gesprochen von Siemens, also der ist Erfinder, weil er selber eigene Ideen muss er designen, ja, und auf den Markt bringen, natürlich auch sinnvolle Ideen. Also da hätte ich schon eine Idee, gerade jetzt bei dem Klimawandel, den wir momentan haben, dass man zum Beispiel eine Art Helm erfindet, natürlich gerade auch für den arabischen Raum wäre das ideal, einen leichten Helm erfindet mit Solarzellen obendrauf und innen eine flache Klimatisierung einbaut, die mit diesem Strom von diesen Solarmodulen dann funktioniert. Ich denke, dass auch jeder Schiedsrichter das dann auch benutzen würde bei der WM in Katar. Könnte man es eventuell sogar auch im Sommer abhalten. Wenn wir Science Fiction haben, fragen Sie den Star Wars Regisseur, der würde in den Schaltplan bringen auch, dass es Gummimützen gäbe auch mit diesen Solarmodulen. Könnten auch die Spieler dann noch Kopfbälle machen. Erinnert mich, ja, googelt das selber nach, da muss ich sagen, bin ich jetzt schon ganz blem. Das Hoverboard. H-O-V-E-R. Das Hoverboard, ne, angeblich in der Luft schwebt. Oder bin ich schon blem oder kann man wirklich jetzt nicht mehr Science Fiction von Fake unterscheiden? Haben sicherlich schon einiges Probleme, ja, die sich da viel im Internet aufhalten, ne, sich überhaupt nicht mehr auskennen. Was ist jetzt eigentlich gestellt oder nicht? Gibt es das Hoverboard oder nicht? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat immer einen Zusammenhang auch von so, ich kann mich da also wichtig machen bei irgendwelchen Frauen. Das sind natürlich die Ansprechpartner für solche besonderen Ideen, sind natürlich irgendwelche jugendliche Junggesellen, die sich da besonders machen wollen, um bei den Frauen gut anzukommen. Aber ich muss ganz ehrlich, für den alltäglichen Gebraucher Hoverboard, muss sagen, also ich kann nicht jeder Schlittschuh laufen, auch nicht jeder Skateboard fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen, das würde dann höchstens eine Kunstsportart darstellen. Ja. Schizophrenie ist auch so ein Wort, wo ich sage, hat das was mit dem Skizirkus zu tun? Ein Blödsinn. Vor gerade einer Auto an mir vorbei, eine Rose steht drauf als Kennzeichen. Also in Österreich ist einiges erlaubt an Kennzeichen. Müssen Sie sich mal vorstellen, da fahren Fahrzeuge, ja, PKWs in Österreich, wo NSDAP draufsteht.
Solche Schilder sind erlaubt in Österreich. Das wieder auf Syrien bezogen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, Österreich ist noch nicht dabei. Beziehungsweise das Bundesheer, ne, wie es in Österreich genannt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also inwiefern würde ja auch gewisse Fragen, dann würden mir einfallen in der Wiener Fußgängerzone, was sagt der Österreich zu den Star Wars Filmen? Würde sicherlich einiges dabei herauskommen. Vielleicht nur immer, wissen wir schon. Was sicherlich auch ein gewisser Prozentsatz sagen wird, wenn Sie meine Videos kennen, der kennt sich überhaupt nicht im Militär aus, gerade auch mit irgendwelchen Waffen oder ja, Fahrzeugen, Militärfahrzeugen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also ich bin in den Genuss gekommen, ein amerikanisches Fluggerät anzuschauen. Zufälligerweise gleich wurde meine Nummer notiert, weil ich da am Straßenrand angehalten hatte. Weil noch andere Zuschauer dort waren. Ich wusste nicht, dass das eigentlich keine deutschen Zuschauer waren. Also ich war dann der erste Deutsche, der da anhielt am Straßenrand und sich dieses Fluggerät bestaunte. Mittlerweile weiß ich, wie es heißt, dass der Osprey Hubschrauber, ich weiß nicht, wie viele Milliarden hineingesteckt wurden in dieses Fluggerät. Jetzt mittlerweile, ja, weil ich weiß, wie es heißt, also ich kann mich noch erinnern an meine Gedanken, die ich hatte, als ich es zum ersten Mal sah. Ein Fluggerät, das den Eindruck erweckte, den Weltraum auszubauen. Also stellen Sie sich vor, ein Propellerflugzeug, der aber nicht die vorne an der Schnauze hat, die Propeller so oben auf dem Dach. Nur dieser Osprey Hubschrauber kann auch diese Propeller von der Waagrechte in die Senkrechte verstellen. Also wie wenn Sie zum Beispiel eine Waschmaschine von unten anschauen würden und von unten aufschrauben, ja, dann schauen Sie nach oben und sehen die ganze Mechanik und Elektronik. Dann, wenn man sich im Klaren ist, dass es darum geht, um die Tatsache, dass scheinbar diese ganze Allianz sich bewusst ist, sie haben die stärksten Waffen entwickelt, die stärksten militärischen Fahrzeuge und so weiter, fragt man sich natürlich, was ist eigentlich das, was wir transportieren wollen, ja, welche Regeln wollen wir eigentlich in unserem Schachspiel oder am Ende unseres Schachspiels weitergegeben haben. Viele denken natürlich, was überhaupt nicht zu diesen Roboter auf diesen Pferden passt, in manchen arabischen Ländern. Das kann einen Zusammenhang haben mit diesem Isra. Die Nachtreise des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der mit seinem Pferd von Mekka nach Jerusalem reiste in kurzer Zeit und wieder zurück. Das, was wir eigentlich transportieren wollen, sind sicherlich Regeln, ja, wenn Deutschland dabei ist, dass zum Beispiel Sexualität nicht mit Webcams überwacht wird in Schlafzimmern.
dass man sagt, Moment einmal, wenn jemand umgebracht hat, dass man sich trotzdem fragt, kann es sein, dass der schlechte Einflüsse hatte in der Kindheit? Und ja, natürlich geht es auch um die Umwelt. Die Umweltverschmutzung, dass nicht jeder sagt, also ich warte auf den Yom Kippur, auf das höchste Gericht, deshalb schmeiße ich den Müll gleich vor die Haustür. Vorbereitung. Dass es gewisse intellektuelle Ideen auch gibt, dass man sagt, Moment, Sport, Bewegung und Ernährung ist eben wichtig, dass man auch Schiedsrichter hat, die eine Art Reglement, ja, zwischen den Menschen bringen. Also Sport ist sehr, sehr wichtig, dass man überhaupt weiß, dass Schiedsrichter überall mit dabei sein müssen. Ja, so auf der Straße wäre dann der Polizist, oder meinen wir auch das Radargerät wäre eine Art Schiedsrichter, ja, der Referee, der diese Sportart des Autofahrens überwacht. Muss ich immer sagen, ich habe immer so gewisse Einzelheiten erfahren. Wie gesagt, ist mir zugetragen worden, Allah sei Dank, dass ich immer die richtigen Informationen bekomme zur richtigen Zeit. Das sicherlich hat man nicht selber in der Hand. Manchmal denke ich mir, gerade umgekehrt ist bei vielen anderen Menschen, bekommen immer ja, zur passenden Zeit die falschen Informationen. Zum Beispiel auch in einer Predigt des Islampredigers Abdel Fadil. Mittlerweile, glaube ich, ist eine Webseite abdelfadil.de, wo diskutiert wurde darüber, was ist eigentlich die Scharia? Würde unser Prophet Mohammed noch heute unter uns sein? Wie würde so eine Scharia ausschauen? Webcams, würden die Menschen überwacht werden? Oder kann man von dem Verhalten unseres Propheten Mohammed darauf schließen, er wollte überhaupt keinen Überwachungsstaat? Und er wollte eigentlich, dass die Menschen selber ein Gewissen bekommen und selber eigentlich die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Aber gerade das Gegenteil bei dem Rest der Prediger meistens, ja, sie wollen einen, sage ich schon fast, einflüstern, ja, die Scharia wäre wirklich dann eine Art Überwachungsstaat. Oder immer leichtes Zittern haben musst, du ja keinen Fehler machst. Leider so, meistens fehlt der Humor auch, der Spaß zwischendurch. Wie auch im Koran zu finden, Allah hat uns das Weinen und das Lachen, ja, beides beigebracht oder den Menschen gegeben. Und sicherlich immer da, wenn auch ein Islamprediger vergessen hat, einen Witz zu machen. Vergessen hat, ja, zu lächeln. Der Riesenunterschied beim Lächeln ist sicherlich, dass das überhaupt nichts mit einem spöttischen Lächeln zu tun hat. Auch das ist ganz leicht zu erkennen. Naja, dann kommen wir immer wieder zu dem gleichen Thema. Natürlich, ja, der Islam hat uns ja das Wissen gebracht. Natürlich mittlerweile sage ich, das hat einen Zusammenhang mit diesen
Superchip in Mekka, die Kaaba, die uns das, wie gesagt, eigentlich den Zugang brachte zur Intelligenz. Davon profitieren auch Menschen, die ja weit weg sind vom Islam. Sicherlich islamische Inspiration wird auch funktionieren bei den Menschen außerhalb des Islams. Wenn schon die Mathematik und so weiter, gewisse Wissenschaft vom Islam kommt, ja, kann man davon ausgehen, ja, dass viele Ideen auch gerade auch vom Islam abstammen. Und das ist eben auch die Kaaba in Mekka. Oder werden viele sagen, ja, natürlich, der Fortschritt, ne, ist das ein Geschenk Gottes? Da werden ja viele sagen, Moment, sicherlich nicht, weil dann wäre ja das friedliche Nebeneinanderfahren, ja, zum Beispiel auf der Autobahn, das würde ja nicht unsere Überzeugung übereinstimmen. Wir müssen ihnen ja erklären, dass sie in die Hölle kommen. Also friedliches Zusammenleben, was ja unser Fortschritt eigentlich bringt. Dass diese Technologie eigentlich immer die Message bringt, die Menschen leben friedlich nebeneinander und machen, ja, und sehen sich als Menschen. Da wird natürlich der eine sagen, ich will nicht Fundamentalist sagen, das ist ein anderes Thema. Da würde natürlich der eine sagen, Moment einmal, also Fortschritt lehnen wir ab, weil das ist in die falsche Richtung gegangen. Ja. Friedliches Nebeneinander Autofahren, ja. Oder hintereinander noch im Gänsemarsch. Das ist nicht, was wir wollten mit unserem Islam. Davon kann man ausgehen, ja, dass solche Hardcore-Muslime, die immer darauf bedacht sind, ja, die anderen zu verängstigen und sagen, Moment, ich weiß schon, wo du hinkommst, nach diesem Motto. Sicherlich dann auch Technik abgewandt sind, so müsste man eigentlich ganz drauf verzichten. Kann nicht sein, dass die ganzen Reitpferde, diese Reitpferdturniere, diese Kaffeetrinker, sage ich mal, leider keine Teetrinker in Dubai, Emirate oder wie auch immer, die arabische Halbinsel gerne auch auf Pferde setzen, wetten. Also trotzdem die Glücksspiele erlegen sind, ja eigentlich verboten im Islam. Welches Pferd ist heute besser drauf? Eigentlich vielleicht sogar, weil sie doch Intelligenz, die ja Persiflage liefern, ja, für unseren Fortschritt. Die haben schon Roboter reiten lassen auf ihren Pferden. Roboterwettrennen machen. Das ist doch eine Persiflage ist, ne, auf unseren Fortschritt. Ja, ist ganz klar, ne, weil diese Roboter haben überhaupt nichts mehr mit unserer Welt zu tun haben, weil das schon die Schöpfung verändert. Ja, Sure 4, ja, 117, wie auch immer, in dem Bereich des Korans, wo ganz klar gesagt wird, ja, Allah wird diesen Fortschritt sicherlich untergehen lassen, ja, jämmerlich enden lassen. Ja. Eine Persiflage, also, da kann man sogar darauf wetten, weil es nichts mehr mit unserer Welt zu tun hat, zum Beispiel mit der Welt, die gut zu Ende geht. Wenn ich weiterdenke, so Moment, die wissen ja schon, da kommt die nächste Frage auf. Wenn so ein Reitpferd gewinnt, hängt es auch von dem Roboter ab, der da drauf sitzt. Und die Frage wäre dann, kann man mittlerweile schon Roboter entwickeln, die sich untereinander unterscheiden? Oder wird das irgendwann mal kommen? Dann weiß man natürlich, was die Stunde geschlagen hat. Sure 4, die Frauen. Ja. Stichwort Hoverboard.
nächstes Projekt, natürlich wird immer weit vorausgegangen, sicherlich auch Fußball-Weltmeisterschaft in China. Ne? Erlaubt ja, also habe ich vorhin gesagt, festgestellt, ja, Abblendlichter, ja, wie die, ja, ich sag Schlitzaugen, es dürfte kein, ich sage ja Fachbegriff im Endeffekt. Sagen immer Chinesen Augen wie Zeilen haben, ja, das auch so gefürchtet sind als Hacker. Du hast keine Ahnung, dass sie eigentlich schon dich am Schirm haben, oder weil sie in deinen Computer eingedrungen sind, ja. Keine Ahnung. Dann wird es sicherlich ja darum gehen, um die Natur. Und auch ja, ethische Sachen ein, wie verhält es sich zum Beispiel Mann und Tier. Ja, welche Tiere soll man nicht essen? Das ist die große Frage. Welche Argumente würden uns da einfallen? Und natürlich auch wieder, es wird wieder, ich weiß gar nicht, wie das chinesische Schachspiel ausschaut. Haben Sie schon mal ein Schachspiel in China bestellt? Inwiefern dann auch bei uns angeklopft wird, ne? Wer da für irgendeine Gesichtscreme, welcher Schäferhund da irgendwelche besonderen Foltern aushalten muss. Das war's wieder für heute. Das war der Aladdin wieder. Shalom und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Masselema.